Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Techstrip-Video. Heute kümmern wir uns mal um einen der großen Black Friday Sales dieses Jahr. Und zwar dem Elgato HD 60X. Das ist ja das neueste Modell von diesem Jahr mit einigen neuen Features. Schauen wir mal, was jetzt der Unterschied ist zu dem HD 60S Plus und ob sich der leichte Aufpreis dem gegenüber lohnt. Zumindest im Sale. Schauen wir es uns mal an. Ab in die Nahaufnahme. So, da haben wir das gute Stück auch schon. Das Elgato HD60X 2022 Release. Etwas anderes Design. Extern, keine interne Karte. Hat einen Path-Through von 4K 60 Frames mit HDR aktiviert. Soll eine sehr geringe Latenz haben. Das ist für mich natürlich interessant. Es kann nur 1080p mit 60 Bildern HDR aufnehmen. Es kann auch höhere Auflösungen aufnehmen, bis 4K 30 Bildern, allerdings dann ohne HDR. PS5 und Xbox natürlich optimiert. Schlichte Front. Schauen wir uns noch dann einmal die Seite an. High Framerate Path-Through. Das sollte wirklich interessant sein, je nach Auflösung und ja, Konstellation bis zu 120 Bildern. Aber wie gesagt, bei 4K, da hat es seine Grenzen. Ultra Low Latency. Also keine große Verzögerung. Schauen wir mal. Es hat HDR10, ist kompatibel, kann es aufnehmen. Der Standard, also nicht Dolby Vision oder HDR10 Plus, sondern wirklich HDR10 nur. Ja gut, HDR10 Tone Mapping, Audio Input. Man kann ein Mikrofon anschließen und gleichzeitig, also quatschen, während man aufnimmt. Für YouTuber interessant. Werde ich mal schauen. Dann noch USB 3.0 Interface. Es hat einen USB-C Anschluss. Ich weiß jetzt nicht, welches Kabel drin liegt. Vielleicht steht es ja noch. Na gut, in the box. Game Capture HD 60X. Dann das USB 3 Kabel. Man sieht hier schon auf dem Bild ein USB-A zu USB-C Kabel für mein MacBook. Natürlich ganz unpraktisch, aber ich habe mir schon ein USB-C zu USB-C Kabel besorgt, ein langes. Und ein HDMI 2.0 Kabel, weil mehr braucht man nicht bei den unterstützten Standards. Ein bisschen dreckig. Rückseite. Unfiltered Creativity. Pure Path-Through. Next Level Control. Professional Capture. Smooth Gameplay. Flashback Recording. Sind natürlich jetzt alles Features, die Elgato anbietet. Wie sehr man sie braucht. Ich weiß ja nicht. Hier auch nochmal Path-Through Resolution. Na gut, hier sieht man es halt. 4K 60 Bilder bis 1440p 120 Bildern unterstützt. VRR und HDR. Der Unterschied zum alten. Dann Aufnahme. Natürlich 4K 30 Bilder, 1440p 60 Bilder, was ein guter Kompromiss ist. 1080p 60 Bilder, 1080p 30 Bildern, 1080i und alles noch viel kleiner. Ja, schauen wir mal. Abmessungen 112 x 72 x 18 mm. 91 Gramm soll es wiegen. Windows 10 und macOS 10.13 oder später kompatibel. Perfect 4. Yeah, die neuen Konsolen sind aufgedruckt. Außerdem Twitch, YouTube, Facebook und OBS. Und auf der rechten Seite nichts, nur Elgato Game Capture. Und auch hier unten belangloser Text. Gut, es wird Zeit, die nur einmal verwendbare Lasche aufzuziehen. Offen. Ah, okay. So öffnet sich das Ganze. Leer. Schauen wir mal. Oh. Oh. Okay. Eine bebilderte Anleitung, wie man das Ganze anschließt. Natürlich noch die Software runterladen sollte. Ein bisschen Papier. Atmosphärisches Knisterpapier. Dann in der Box das vergoldete.
vergoldete USB-A zu USB-C-Kabel. Das ist aber definitiv zu kurz für mich, weshalb ich ein extra Kabel kaufen musste. Ein extra HDMI-Kabel, das sieht jetzt aber auch nur so aus wie von einer beliebigen chinesischen Fabrik geklaut. Und das Gerät an sich, nichts, keine Verpackung, nichts dabei. Vorne der Audioanschluss, die LED, die leuchtet HD60X, Elgato-Logo. Dann HDMI in, der USB-C-Anschluss zum Computer und HDMI out wieder zum Fernseher, Monitor, was auch immer man möchte. Denn aufgenommen wird ausschließlich auf einem Computer mit deren Software. Das ist eine kleine Box. Kleiner als mein Telefon. Nehmen wir mal hier eine Taschentuchverpackung zum Vergleich. Also ist fast genauso lang wie eine Taschentuchverpackung und ein bisschen länger. So, jetzt haben wir einen grundsoliden Vergleich gehabt. Na komm, legen wir das mal hier hin. Oh, ein Elgato-Sticker für die ganz coolen Leute. Und wichtige Sicherheitshinweise. Mini-Booklet, Pflege und Reinigung und Instruction importante de ce Jason. Ja. Und das war's. Das ist das, was man für 180 € bekommt. Das ist alles. Immerhin vergoldete. Ich glaube, das ist das allererste USB-C-Kabel. Der erste USB-C-Stecker, der vergoldet ist, den ich besitze. Und ich besitze einige. Immerhin eine Premiere. So, dann werde ich noch auf elgato.com/download gehen. Vergesst nicht, elgato.com/download und klickt dann auf elgato.com/download auf Download. Ich werde es auf einem Mac ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie stabil das läuft, wie gut das läuft, wie interessant das ist und ob es sich zum täglichen Streamen dann für mich lohnt. Dieses kleine Boxlein. Stück Hardware mit Low-Latency-Modus, einer kleinen LED und einer gummierten Unterseite. Das war für das Unboxing-Video. Ich werde mich jetzt mit ja, riecht nach nichts. Riecht auch ein bisschen Schuhkarton-mäßig. Hat auch Schuhkartons da. Na gut, ich werde mir jetzt das Gerät anschließen. Ich werde es ausprobieren und ich werde ein Video dazu machen. Vielleicht sogar einen Livestream. Und dann den Livestream aufnehmen und hochladen. Naja gut, schauen wir doch mal. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Like da lassen, einen Kommentar, wie es euch gefällt, Einstellungen, Probleme, Tipps, was auch immer. Ich bin offen für alles. Bis zum nächsten Unboxing und dem Testvideo. Bye.